Adelaide, eine Stadt im Süden von Australien, die für ein halbes Jahr mein Zuhause war. Ich habe neue Freunde kennengelernt und habe unglaublich viel erlebt, wovon ich euch jetzt gerne berichten möchte. Ich habe die Seaview High School besucht, die mit weniger als 1000 Schülern sehr klein für australische Verhältnisse war. Und davon waren ungefähr 10% International Students, was daher sehr leicht war, sich einzuleben und sehr überschaubar war. Aber wenn man mehrere International Students hat, um sich rum hat, dann ist es natürlich viel leichter, Freundschaften zu schließen. Aber man hat natürlich dann nicht so viel Kontakt mit den Local Students, was dann auch ein bisschen schade ist. Viele von den International Students sind Asiaten, die nicht sehr interessiert an Kontakt mit anderen sind. Für Australier ist es bereits normal, dass alle halbe Jahre neue International Students kommen, weshalb man nicht immer mit offenen Armen empfangen wird und daher muss man sich einfach die Freundschaft mühsam erarbeiten. An kleinen Schulen ist es jedoch anders, da dort International Students immer noch sehr besonders sind. Ein Schuljahr in Australien hat 4 Terms und nach jedem Term bekommt man ein Zeugnis und das Schuljahr beginnt im Januar. In Australien trägt man auf jeder Schule Schuluniformen, die man selber teuer kaufen muss und sogar nach der letzten Sportstunde muss man die Schuluniform nochmal anziehen, um nach Hause zu laufen oder auf Flügen muss man ebenfalls die Schuluniform tragen. Ich hatte 7 verschiedene Fächer, das waren Mathe, Englisch, Sport und Tennis und dann hatte ich noch Psychologie, Kunst und Fotografie. Die Gebäudestruktur ist sehr ähnlich zu einer deutschen Schule. Die einzigen Unterschiede sind, dass wir dort ein Fitnessstudio hatten, Tanzsäle, Tennisplätze, größere Räume und große Rasenflächen. Die Materialausstattung war sehr gut. Wir hatten teilweise sehr hochwertige Geräte. In den Klassen hatten wir Whiteboards und jeder Schüler musste seinen eigenen Computer mitbringen, mit dem dann gearbeitet wurde. Und Hausaufgaben mussten über das Schulnetzwerk dem jeweiligen Lehrer zugeschickt werden. Und oft war es im Unterricht sehr laut, was den Lehrer gar nicht interessiert hat. Und das Niveau in Australien war jetzt eher niedriger, weshalb es vor allem für uns deutsche International Students sehr leicht war, gute Noten zu bekommen. Es gibt das sogenannte Assembly, da trifft sich die ganze Schule einmal pro Term in der Turnhalle und es wird über die Zukunft der Schule oder über Zukünftiges gesprochen und teilweise werden Sportler geehrt oder eben zum Beispiel die 12-Klässler dann verabschiedet. Hi, my name is Jared Panchos and I'm Jules' Year 11 English teacher for 2018. I teach at Seaview High School and I've been at this school for 1 year. How long have you taught combined class where there are mainstream and international students? Since I started teaching professionally in 2012, I've taught combined classes of mainstream and international students for almost 5 to 6 years. Having moved to Seaview, they teach mainstream classes with combined students, but also at my previous schools, they have included international students in the classroom as well. How is it working? Honestly, I feel like it's the best way for international students to experience the Australian education system, but more importantly for there to be more involvement in the classroom between students, teachers, and also, I guess, their experience here. So, very successful. Based on your observations, how successful are international students at integrating? From my observations, which understandably may not necessarily be everything that is experienced, I would say very successfully, or I would hope to think that at least in my classrooms, students are able to speak to one another and feel comfortable and safe, as that's the most important thing for a learning environment to be successful. But in terms of social interactions, I've seen for a very long time no arguments or fights or I guess kind of uncomfortable occurrences between international and mainstream students, and I think that's based on a school such as Seaview developing a real multicultural mindset whereby students, whether they're born in Australia, whether they move to Australia, whether they just plan to study in Australia for maybe 2 to 3 years, feel welcome and understand the benefit of having people from all walks of life. That's a real benefit that I see from international students because they're so much more mature, they're very independent, to the extent of, I believe, that many of them have fantastic relationships with their home states but could easily probably live independently if it was viable here in Australia, and I think that comes with travel and stepping outside your comfort zone, so many benefits to it.
Meine Gastfamilie bestand aus meinen Gasteltern, die Ende 30 waren, und meiner Gastschwester, die 17 war und aus Japan kam und daher auch ein International Student war. Und mein Gastvater war Lehrer und meine Gastmutter hat eine eigene Firma gehabt. Meine Gastfamilie hat uns voll integriert und auf familiäre Feste mitgenommen, wie zum Beispiel auf Taufen. In der Freizeit hat meine Gastmutter Netball gespielt und mein Gastvater Football, wo er ebenfalls auch Trainer war, und daher war Sport in unserer Gastfamilie ein sehr wichtiger Aspekt, und wir waren immer auf den Spielen meiner Gastmutter sowie von meinem Gastvater und waren im Oval in Adelaide. Meine Gastfamilie hat mit uns Sachen unternommen, was nicht selbstverständlich war und auch nur sofern Zeit da war. Und so waren wir dann mal im Tierpark oder waren auf dem Markt oder haben Familie besucht. Und ich war auch einmal morgens mit meinem Gastvater Stand-up paddeln und Kajaken. Sonst hat meine Gastfamilie uns immer geholfen, wenn wir Hilfe brauchten. So haben zum Beispiel mein Gastvater mit meiner Gastschwester Englisch gelernt. Aber dennoch mussten wir viel alleine machen, wie Wäsche waschen, unser Zimmer putzen oder auch mal für uns selber kochen. Adelaide ist eine schöne und überschaubare Stadt. Sie ist sehr nett zum Bummeln und Einkaufen und so ein bisschen familiär und hat super schöne Strände, wo man jedoch nicht surfen gehen kann, da es gar keine Wellen gibt, aber dafür kann man super schön baden und sich am Strand sonnen. Von der Schule gab es sehr wenig Freizeitaktivitäten für uns International Students, weshalb man sich die Ferien selbst organisieren musste, zum Beispiel mit Organisation. Und so bin ich zum Beispiel für 3 Tage auf ein Surfcamp gegangen, was sehr schön war. Und ich bin auch noch sonst mit Freunden 4-mal surfen gewesen, was super toll war. Und dann habe ich noch Tennis gespielt in meiner Freizeit. Ich war in einem Verein, wo ich Training hatte und habe noch mit meiner australischen Freundin Match gespielt und hatte ja dann ebenfalls noch Tennis in der Schule. Dann habe ich mit meinen Freunden sonst noch Zeit unternommen und die kamen oft ab und zu mal zu mir, weil wir einen Pool hatten und das war für meine Gasteltern auch völlig okay. Und dann waren wir noch zum Kletterpark, wir waren wandern, wir waren im Botanischen Garten, wir waren im Open-Air-Kino und was super toll war, wir waren noch auf einem 21 Pilots-Konzert. Als Fazit kann ich sagen, keiner kann mir diese Erfahrung nehmen. Es hat mich als Person einfach extrem geprägt. Ich bin auch viel offener und selbstbewusster geworden und jetzt gehe ich auf Dinge ganz anders zu. Ich unternehme viel mehr, ich ziehe einfach aus Kleinigkeiten, die mir davor gar nicht aufgefallen ist, schätze ich viel mehr und ich ziehe aus allem das Positive raus. Natürlich habe ich auch gelernt, mein Geld einzuteilen oder für mich selbst zu sorgen, als ich jetzt krank war oder Treffen mit Freunden organisiert habe oder einfach wichtige Entscheidungen selbst treffen musste. Wenn man ein Auslandsjahr macht, sollte man nichts Bestimmtes erwarten, sondern sich einfach darauf einlassen und dann wird es einfach am besten. Und man lernt auch mit Situationen umzugehen, die anders kommen als erwartet. Wie ich zum Beispiel auf meinen ersten Schritten nach Australien meinen Anschlussflug verpasst habe und sofort gelernt habe, mit so etwas klarzukommen und dieses Problem zu lösen. Mein Leben lang werde ich über diese tollen Erlebnisse und Erfahrungen erzählen können. Genau deswegen kann ich jeden bestärken, ein Auslandsjahr zu machen. Ich war ein halbes Jahr weg, was rückblickend jetzt sehr kurz war, weil es einfach lange dauert, mit Australien Freundschaft zu knüpfen und sich dort richtig einzuleben. Dafür hatte ich Zeit, mich hier wieder einzuleben und habe nicht viel in der Schule verpasst und konnte so direkt wieder einsteigen. Allerdings fiel mir das Einleben trotzdem sehr schwer und ich habe noch lange in meiner australischen Welt gelebt.